Als wir das erste Mal die Strände an Taiwans Südküste gesehen haben, konnten wir unseren Augen gar nicht trauen. Auf einmal stehen wir bei tropischen Temperaturen zwischen Palmen und blauem Meer, fahren mit dem Roller die traumhaften Küstenstraßen entlang und sehen einen der schönsten Sonnenuntergänge überhaupt. In diesem Video zeigen wir dir den Kenting Nationalpark und eine Seite von Taiwan, die du so bestimmt noch nicht kanntest. Guten Morgen aus Hengchun. Diese Stadt haben wir auserwählt als unseren Ausgangsort hier, um die Südküste von Taiwan, besonders um den Kenting Nationalpark, ein bisschen zu erkunden. Und wir sind von Hualien ausgekommen, also in der Nähe vom Taroko Nationalpark, sind wir 3,5 Stunden mit dem Express-Train nach Fangliao gefahren. Und in Fangliao haben wir dann einen Bus genommen, so ungefähr eine Stunde hier bis Hengchun. Und wir haben hier eine echt gute Unterkunft. Wir zahlen 32 € pro Nacht für ein wirklich großes und sauberes Doppelzimmer mit Badezimmer und abgetrennter Dusche, sind aber übers Wochenende hier, was deutlich teurer ist. Unter der Woche gibt es das Zimmer auch schon für ungefähr 23 € pro Nacht. Also ein echt guter Deal. Hier unten gibt es auch noch einen großen Gemeinschaftsbereich und wir haben auch eine Küche. Da macht Helen gerade Frühstück. Und dann machen wir uns mal auf die Suche nach einem Roller, weil das ist die beste Möglichkeit, um hier die Südküste ein bisschen zu erkunden. Hier in Hengchun gibt es ganz viele Rollerverleihe, eine auch direkt neben unserer Unterkunft und das kostet jetzt 500 Taiwan-Dollar pro Tag, also umgerechnet so 14 €. Und mit dem Roller hat man halt die größte Flexibilität, kann einfach überall anhalten, die Sonne scheint, ich würde sagen, ab geht's zum Strand. Es ist so unglaublich schön hier und das ist auch eine Seite, die ich überhaupt nicht von Taiwan erwartet hatte und es ist auch so krass, weil wir ja vor ein paar Tagen noch in Taipei waren, bei, ich weiß nicht, 15 Grad, Nieselregen und hier ist jetzt blauer Himmel, Sonnenschein und dann halt so ein Strand, der so richtig paradiesisch aussieht. Ich wollte gerade sagen, mich erinnert so ein bisschen an Lombok, aber ja, nicht die Wassertemperatur. Nee, also das ist deutlich erfrischender hier, würde ich mal so formulieren. Der Strand hier heißt Bai Sha Wan Beach und obwohl heute Samstag ist und richtig gutes Wetter ist, sind gar nicht so viele Leute hier. Also man kann sich hier so Sonnenliegen nehmen mit Plastikstühlen. Ich glaube aber, dass das was kostet. Sonst sind ja einfach ein paar Familien mit ihren Kindern, ein paar Touristen. Sehr entspannte Atmosphäre. Aber wir wollen uns noch ein paar andere Strände hier an der Südküste in Taiwan anschauen. Ich glaube, das hier ist auf jeden Fall der beliebtere und größere Beach, kann man so sagen, aber der sieht auch wunderschön aus. Hier am South Beach kann man tatsächlich auch surfen. Es sind sogar ein paar Leute im Wasser, allerdings sind die Wellen, glaube ich, gerade nicht so gut, beziehungsweise nicht hoch genug. Aber man kann sich auch einen Jetski leihen oder allerhand Wassersportaktivitäten nachgehen. Oder einfach hier so ein Sonnenschirm mit diesen Plastikstühlen wird einem hier angeboten. Und wir gehen mal da vorne in das Restaurant, schauen, ob wir hier was zum Mittagessen finden. Hast du was zu essen gefunden? Also das meiste ist schon Fleisch, aber es gibt auch 2 vegetarische Sandwiches. Also South Bay hat einen ganz anderen Charakter. Der Strand eben, der war ja eher ruhig und besinnlich. Hier ist einiges los. Also es gibt hier so Restaurants und Bars. Hier trinken auch einige Leute schon tagsüber mal gerne einen Cocktail. Es ist abends mit Sicherheit ein guter Ort, um hier zu feiern. Wir hatten uns auch überlegt, ob wir uns eine Unterkunft hier direkt nehmen, haben da ein gutes Hostel gefunden, auch zu einem guten Preis. Aber die Auswahl an vegetarischen Restaurants ist hier nicht so gut und das Essen ist schon etwas höherpreisig. Aber dafür hat man halt irgendwie den Strand direkt vor der Haustür, ist auch ziemlich cool. Und kleiner Funfact am Rande, diese Kuppel, die ihr gerade gesehen habt, die gehört hier zu einem Atomkraftwerk. Also mitten an der Küste, hier neben diesen beliebten Badeorten, ist einfach ein Nuclear Power Plant. Auch eine wilde Mischung, die wir so noch nicht gesehen haben. Und falls euch das Video bis hierhin gefallen hat, dann lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Das hilft unserem Kanal weiter. Und falls ihr mehr Videos sehen wollt rund ums Thema Weltreise oder solche Vlogs, dann abonniert diesen Kanal. Wir haben jetzt noch mal einen kurzen Stopp hier beim Kenting Beach gemacht, also dem namensgebenden Strand für den Nationalpark. Und das ist auf jeden Fall der mit Abstand längste Strand, also für so Strandspaziergänge wunderschön. Man darf hier allerdings nicht baden gehen, also Schwimmen ist verboten, wird hier auch kontrolliert, weil die Strömung so stark ist. Aber dementsprechend ist es auch sehr ruhig und mir gefällt es eigentlich ziemlich gut. Also wer Lust auf lange Strandspaziergänge hat, der ist am Kenting Beach auf jeden Fall richtig.
Und der Ort war ziemlich populär früher, weil immer im April gab es hier ein großes Musikfestival und das ist so ein bisschen dann zum Partyort hier geworden, Kenting und auch die ganze Area hier drumherum. Dieses Musikfestival gibt es heute nicht mehr, aber nach wie vor ist Kenting halt beliebt und deswegen auch der namensgebende Ort für den Kenting Nationalpark, der ja das alles hier umfasst, also die ganzen Strände. Es gibt auch noch so ein Forest Recreational Area, das machen wir nicht, das skippen wir. Aber jetzt gehen wir noch zum südlichsten Punkt in ganz Taiwan. Hier sind wir jetzt am südlichsten Punkt in Taiwan. Hier ist dann so ein kleines Monument. Aber ja, viel mehr kann man jetzt hier auch nicht machen, außer zu sagen, man war am südlichsten Punkt in ganz Taiwan. Der liegt hier im Eluanbi Park. Da gibt es auch noch einen Leuchtturm. Aber dafür haben wir keine Zeit mehr, weil es geht so langsam Richtung Sonnenuntergang und da habe ich noch ein schönes Plätzchen für uns rausgesucht. Der Spot hier heißt Guanshan und wurde von der CNN zu einem der weltweit 12 schönsten Punkte für einen Sonnenuntergang ausgewählt. Also ich sag mal so, in unsere Top 12 schafft das auf jeden Fall. Und wir hatten so ein Glück mit dem Wetter heute. Wir haben nicht ein einziges Mal eine Wolke gesehen und das ist jetzt der krönende Abschluss. Musikalische Untermalung ist für den Sonnenuntergang hier auch gesorgt. Aber ihr seht, es ist auch einiges los. Also das wollen wir euch nicht vorenthalten, dass es ein beliebter Spot ist. Ich meine, es ist immerhin einer der 12 schönsten der Welt, von daher kein Wunder. Aber trotzdem, ich weiß nicht, Taiwan hat es uns irgendwie einfach angetan. Also wir haben jetzt einfach mal einen Tag vorgespult, weil sonntags ist hier in Hengchun ein großer Nachtmarkt, also wirklich riesig hier. Das Problem bei so Nachtmärkten für Vegetarier ist immer, dass die Auswahl recht fleischlastig ist oder Fisch oder wir halt auch vieles nicht verstehen und es gibt halt einfach eine Sprachbarriere. Deswegen waren wir vorher bei einem Veggie-Restaurant essen, das ist direkt hier neben unserer Unterkunft, das ist richtig gut und auch günstig. Und jetzt sind wir hier, um ein paar Süßigkeiten auszuprobieren oder irgendwelche Getränke. Ja, das wurde mir so nett angeboten. Ich weiß nicht genau, was es ist. Eine interessant aussehende Frucht und es schmeckt wie Tee eigentlich. Deshalb jetzt die ungesüßte Variante genommen. Ja, schmeckt wie Tee. Nicht süß genug für mich. Süße Sachen gibt es hier aber auf jeden Fall. Deswegen sorgen wir hier mal für einen schönen Nachtisch. Also diese Erdbeeren hier haben wir schon ziemlich häufig gesehen. Heute wird es mal Zeit, sie zu probieren. Ich glaube, es wird süß. Oh Gott. Du musst diese abbeißen. Es ist eine Zuckerkruste drumherum. Und? Okay, also ich esse ja gern süß. Aber das ist wirklich, wie wenn man auf Zucker beißen würde. Ich glaube, es ist auch so. Also was taiwanesisches Streetfood angeht, müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen was testen, bis wir was finden, was uns schmeckt. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt hier im Hintergrund seht, die Leute, die so ein bisschen dort anstehen. Da gibt es auch ein vegetarisches Essen, auch was Herzhaftes, nämlich Stinky Tofu. Den haben wir ja schon in Taipei probiert. Könnt ihr hier oben mal gucken, wie uns das geschmeckt hat. Ich sag mal so, man riecht es auch von hier, war mehr so ein Once-in-a-Lifetime-Erlebnis. Und ja, diese Erdbeeren waren jetzt auch nicht so lecker. Und es gibt ja aber auch so Pommes, habe ich gesehen. Aber das sind dann auch irgendwie gesüßte Pommes, also so diese Sweet Potato Fries. Zucker gehüllt. Das ist interessant. Also aber ich habe jetzt genug Zucker für heute. Also ich glaube, die Taiwanesen essen ganz gern süß. Auf dem Weg zurück haben wir noch einen Crepe-Stand gefunden. Unsere Unterkunft liegt hier nämlich direkt in der Nähe vom Night Market und hier ist auch die Old Street. Aber ihr hört es gleich. Für meinen Geschmack definitiv ein bisschen zu hart für einen Crepe. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass es uns hier im Süden von Taiwan richtig gut gefallen hat. Also das ist so krass, was wir jetzt schon in der kurzen Zeit erlebt haben. Erst waren wir irgendwie in einer riesigen, modernen Millionenmetropole. Dann waren wir irgendwo in den Bergen an der Küste. Und jetzt irgendwie nochmal ein paar Tage später stehen wir einfach an einem tropischen Strand bei 30 Grad. Also das ist so krass, weil Taiwan ist ungefähr so groß wie Baden-Württemberg. Das ist was man überhaupt nicht von Taiwan denkt. Da surfen auf einmal Leute am Strand und, keine Ahnung, Palmen stehen da, man fährt da mit dem Roller. Ja, ich meine, man muss jetzt natürlich auch ganz klar sagen, das sind jetzt nicht diese tropischen Strände, wie man sie jetzt aus Thailand kennt und so. Nicht so feiner Sand, nicht überall stehen Palmen und so. Aber die Tatsache, dass es das überhaupt gibt, ist einfach so krass. Und Kaohsiung ist der nächste Stopp, da bin ich sehr gespannt drauf. Da haben uns nämlich schon viele Leute auf Instagram geschrieben, dass es ihnen richtig gut gefallen hat. Mal gucken, ob man das, was wir bisher gesehen haben, überhaupt noch toppen kann. Wir freuen uns auf jeden Fall und sehen uns dann in Kaohsiung wieder.
Also, ich weiß nicht, wie es ging. So. Das ist so ein Embarrassing, weißt du,